Auf die richtige Technik kommt es an. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Pünktlich zur IFA hat uns Technics zwei neue Produkte beschert. Und zwar einmal den SL1300G, einen neuen Plattenspieler, und einen vollaktiven Lautsprecher SCC X700. Was die beiden Produkte können, das zeige ich euch jetzt. Der 1300er reiht sich nahtlos in die weiteren Plattenspieler von Technics ein. Wir haben den 1210 GR2 als Modell unten drunter und den 1210G als Modell oben drüber, und er ist mit 3.000 € quasi mittig platziert. Aus beiden Welten wird das Beste gewonnen und in dieses Gerät hineingepackt. Wir haben zum Beispiel aus dem großen Modell den Motor, den Antrieb und den dreilagigen Plattenteller. Aus dem GR2-Modell haben wir die neu überarbeitete und dort bekannte Sigma Delta Motoransteuerungstechnologie sowie den Tonarm und das eigentliche Chassis. Wie ihr seht, wurde die Optik des SL1500 aufgenommen. Einige wenige Sachen, die man im DJ-Bereich gut gebrauchen kann, sind weggelassen worden, zum Beispiel Pitch Control oder auch hier die Stroboscheibe mit den entsprechenden Rasterungen. Wir haben also eine extrem cleane Optik. Was wir hier stehen haben, ist noch ein Vorserienmodell. Pünktlich zum Erscheinen des Videos werden wir aber definitiv auch noch mal ein paar Informationen zum Klangeindruck rübergeben. Wir können aber sicher sein, wenn Technics den dahin platziert, wird der tonal auch genau dahin passen. Also sind wir gespannt und kommen wir zum eigentlichen Highlight, zumindest zu meinem, nämlich den Lautsprechern. Technics ist nicht nur dafür bekannt, hochinnovative Schallplattenspieler zu bauen, sondern im Unternehmen liegt auch jede Menge Know-how über Lautsprecherbau und passende Elektronik. Hier zusammengefasst in dem Aktivlautsprecherpärchen SCC X700. Aus dem großen High-End-Stereo-Verstärker SOR 1000 kennt man die Gino Engine. Das ist ein Verstärkungskonzept. Und das haben wir komplett auch hier verbaut. Da kommen wir aber gleich im Technikanteil nochmal im Detail dazu. Jetzt gehen wir erstmal aufs Äußere. Direkt ins Auge sticht die Oberfläche des Lautsprechers. Es ist ein Material, was Dinamica heißt. Es ist ein veganes Leder, kann man sich das vorstellen, so zumindest die haptische Anmutung, ähnlich wie Wildleder. Dann sticht natürlich sofort ins Auge die koaxiale Einbindung des Hochtöners in den Tiefmitteltöner. Das heißt, wir haben hier ein Faceplug, da drin sitzt der Hochtöner, außenrum der Tiefmitteltöner. Der Flowport geht nach vorne weg. Und hinten haben wir einige wenige Anschlüsse auf dem rechten Lautsprecher. Es handelt sich um einen Linkanschluss und einen Stromanschluss. Auf dem Master-Lautsprecher befinden sich natürlich einige Anschlüsse mehr und die gucken wir uns jetzt mal an. Fangen wir einfach vorne an. Hier gibt es einen Schalter für die Kanalwahl links und rechts dieses einzelnen Lautsprechers. Hier habe ich ja meine ganzen Anschlüsse und je nachdem, wo der Lautsprecher bei mir zu Hause platziert wird, ist eine Verkabelung entweder auf der linken oder rechten Seite unumgänglich und dementsprechend kann ich diesen Schalter hier umlegen und dem Verstärker bzw. dem Lautsprecher den richtigen Kanal zuweisen. Daneben findet sich der Pairing-Knopf, damit verbinde ich ihn mit dem zweiten Lautsprecher. Dann haben wir hier einen Subwoofer-Out-Ausgang, den lässt sich bzw. die Crossover lässt sich über die App steuern. Klar, unser Netzanschluss, den wir brauchen. Dann haben wir hier einen Linkanschluss. Dazu muss man wissen, grundsätzlich sind die beiden Lautsprecher kabellos zu betreiben. Das geht bis zu einer Datenübertragung von 96 kHz 24 Bit. Möchte ich höhere Datenraten übertragen, brauche ich zwingend die Linkverbindung. Sobald ich den Link eingesteckt habe, also das Netzwerkkabel, was die beiden Lautsprecher untereinander verbindet, wird die Stromversorgung des nicht benötigten Bauteils abgeschaltet. Also auch hier wieder Minimierung sämtlicher Fehlerquellen, Übersprechungen etc. Direkt daneben finden wir HDMI ARC, also unsere klassische Soundbar, die wir nachbauen wollen, Fernseher angeschlossen. Die Lautsprecher schalten sich automatisch mit dem Fernseher ein, können über die Fernsehfernbedienung laut und leise reguliert werden und wenn ich den Fernseher ausschalte, geht das Ganze auch aus. Wichtig zu sagen ist immer, der Schalter hat Priorisierung. Das heißt, wenn ich vorher Radio höre oder streame oder was auch immer, ich schalte den Fernseher an, kommt automatisch der Fernsehton. Daneben findet sich ein USB-C-Anschluss. Findet man mittlerweile immer mehr, gerade in kompakteren Bauformen, ersetzt unseren USB-B-Port. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel meinen Laptop oder PC anschließen und die Einheit wird dann als externe Soundkarte erkannt. Ich könnte natürlich auch mit Streaming-Clients oder Bridges in dem Fall, also ohne DAC, arbeiten und hier die Daten digital einspielen und um ihn dann wandeln zu lassen.
Dann finden wir hier eine Netzwerkverbindungsschnittstelle. Die Boxen haben natürlich WLAN, aber ich kann sie selbstverständlich auch mit einem Kabel versehen. Dann finden wir den klassischen optischen digitalen Eingang und hier unten kommen wir dann zur Analogsektion. Einmal AUX. Da sieht man, ist nur noch ein Klinkenanschluss vorhanden. Der Platzbedarf hat nicht gereicht, um hier nochmal ein vollwertiges RCA-Terminal zu platzieren. Aber finde ich jetzt auch nicht wirklich dramatisch, weil das, was wichtig ist, es ist ein Phono MM Vorverstärker eingebaut. Also hier kann ich meinen Plattenspieler direkt anschließen, zum Beispiel den 1300G, weil der keinen eingebauten Phono-Vorverstärker hat und kann damit meine kompakte Anlage mit einem analogen Endgerät respektive Plattenspieler betreiben. Die Masterbox verfügt über eine komplette Nahfeldbedienung. Hier kann ich sie ein- und ausschalten, hier kann ich sie muten. Hier haben wir die kompletten Eingänge, das heißt, ich drücke entsprechenden Eingang und der Lautsprecher schaltet um. Und hier haben wir die Lautstärkeregulierung. Neben der Nahfeldbedienung liegt noch eine umfangreiche Fernbedienung dabei. Hier können wir alles einstellen, was wir auch gerade besprochen haben. Und dann ist natürlich als wichtigstes Bedienelement die App zu nennen, weil wenn wir einen streamingfähigen Aktivlautsprecher haben, dann müssen wir natürlich auch das Gros der Möglichkeiten ausschöpfen und das geht mit folgender App. Das Technics Audio Center ist uns wohl bekannt. Das ist nämlich bisher die App, mit der wir auch alle anderen Endgeräte steuern, ist jetzt aber im Zuge der Einführung der Aktivlautsprecher komplett überarbeitet worden. Was wir hier sehen ist, wenn ich die App starte, unsere ganzen Quellen, also sprich digitalen Quellen, aber auch hardwaremäßige Quellen, die am Lautsprecher selbst sind. Und bisher war es ja so, das sieht man hier ganz gut, dass diese Quellen horizontal angeordnet waren. Das heißt, gerade auf einem kleineren Display, sprich Smartphone oder ähnliches, hatte ich immer die Problematik, dass ich hin und her wischen musste, um überhaupt zu sehen, was sich da für Quellen im Hintergrund befinden. Das ändert jetzt ein kleiner Druck auf diesen Pfeil und ich sehe, ich habe alle Quellen sehr schön untereinander angeordnet und kann dann, wenn ich ein Smartphone zum Beispiel habe, einfach nach unten wegscrollen. Also eine viel intuitivere Bedienung. Rechts oben findet sich ein Links-Rechts-Pfeil, da komme ich in den Bearbeitungsmodus. Und hier sehen wir jetzt, hier kann ich jetzt Sachen einmal in der Darstellungsreihenfolge verändern, indem ich die festhalte und ziehe hier Title zum Beispiel auf den ersten Platz. Oder bei Music Amazon ist das hinterlegt, ist das Ganze schon ausgegraut, das Auge ist durchgestrichen. Das heißt, an der Stelle würde mir die Quelle Amazon Music gar nicht angezeigt werden. Ich kann sie jetzt wieder hervorheben und sage, Google Cast nutze ich nicht, also nehme ich das weg. Genauso wie ich unten bei den Hardwarequellen zum Beispiel meinen optischen Eingang deaktivieren kann und meinen, Analog-AUX-Eingang. Gehe ich jetzt wieder aus der Bearbeiten-Funktion heraus, sehen wir, hat sich die ganze Kachellandschaft etwas reduziert und wir haben die einzelnen Reihenfolgen nach meiner Vorsortierung angeordnet. Gehe ich hier unten in der App hin, dann finde ich einen kleinen Stern neben dem Notenschlüssel. Der Stern ist meine Favoritenliste. Auch die ist überarbeitet worden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von Tidal eine komplette Playlist reingesetzt. Einzelne Lieder kann ich reinsetzen, ich kann meine Radiostation hineinsetzen und ein Knopfdruck darauf führt dann natürlich entsprechend, wenn die Quelle gewählt ist, zur Wiedergabe. Rechts neben dem Favoritenstern finden wir das Haussymbol. Wenn ich hier drauf drücke, würden sich jetzt andere Technics-Komponenten in meinem Heimnetzwerk wiederfinden. Die kann ich natürlich auch benennen, nach Wohnzimmer, Küche, Badezimmer etc. und lässt sich dann in einem über diese App bedienen. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, nämlich den Schraubenschlüssel. Und hier gibt es jede Menge Überarbeitungen, allerdings im Hintergrund. Also die Funktionen sind nahezu identisch. Wir kennen Spacetune. Spacetune ist eine Möglichkeit, eine raumakustische Einmessung durchzuführen und diese dann als Frequenzveränderung in den Frequenzgang der jeweiligen Quelle hineinzulegen. Aktuell, wenn ich hier mal drauf drücke, ist Measured, also eingemessen, schon aktiviert. Ich habe vorgegebene Sachen wie Free Wall Corner, also freie Aufstellung, wandnahe Aufstellung oder sogar die Eckaufstellung. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, das Ganze dann einzumessen. Einmal an dem Aufstellungspunkt des Lautsprechers selbst. Oder, und das findet man unter Measured wieder, noch hochwertiger an meiner Hörposition. Da muss man dazu sagen, dass man natürlich ein kalibriertes Mikrofon braucht und der Einfachheit halber findet man auch bei anderen Herstellern, das ausschließlich für iOS-Endgeräte vorgesehen ist. Also, wenn ihr das nutzen wollt, braucht man ein iPad oder ein iPhone.
Wenn ich dann weiter nach unten gehe, gibt es die Funktion Tone Control. Hier habe ich nochmal die Möglichkeit, ganz normal nach meinen eigenen Bedürfnissen Bass und Höhen einfach über einen Schieberegler zu verändern. Ich kann jetzt hier den Bass auf -2,5 stellen und, weiß ich nicht, +3 dann in dem Höhenbereich. Wenn ich das nicht möchte, gehe ich direkt auf den Tone Control Deaktivieren Knopf und damit wäre das Ganze rausgenommen. Ähnliches mit einem Balanceregler. Hier kann ich einfach von links und rechts meine Balance verändern. Dann haben wir AUX-Eingangspegel. Das finde ich auch immer noch ganz interessant. Kann ich zwischen hoch und niedrig differenzieren. Wenn ich jetzt ein sehr niedriges Eingangssignal habe, kann ich das intern nochmal verstärken lassen und bekomme damit eine entsprechende Lautstärke hin. Das waren so die wichtigsten Einstellungen in der App. Und dann gehen wir nochmal auf die versteckten Innereien und letztlich das, was euch am meisten interessiert. Wie klingen die Teile denn überhaupt? Das Gehäuse ist komplett aus versteiftem MDF produziert. Das Besondere ist, dass wir eine Zweiteilung haben. Der eine Teil ist da, wo unser Chassis, also das Coax-System, sitzt mit dem entsprechenden Bassreflexrohr. Das andere ist der hintere Teil, da wo die Verstärkereinheit und das Netzteil drin sitzen. Und die beiden sind voneinander komplett mit einem Käfig getrennt. Das heißt also störende Resonanzen einmal von der Chassisseite zurück in die entsprechende Verstärkerelektronik wird vermieden, aber auch umgekehrt Störeinflüsse zum Beispiel des Netzteils etc. nach vorne hin. Also da ein ganz stringenter Aufbau. Technics wäre natürlich nicht Technics, wenn auch nicht ganz viele technische Details drin vorhanden wären. Und das merkt man zum Beispiel bei der Geno Engine. Die hatten wir eben angesprochen am Anfang des Videos. Hier dreht es sich um eine voll digitale Verstärkungseinheit, die komplett jitterkorrigiert arbeitet. Der Vorteil ist, dass wir, wenn wir erstmal alles auf den digitalen Weg gebracht haben, sprich also alle analogen Eingänge, auch Phono etc. werden über einen Analog-Digital-Wandler dorthin geführt, ich dann die komplette Möglichkeit der Bearbeitung habe. Und das kommt natürlich dann solchen Sachen wie Spacetune oder Ähnlichem zugute. Als zweiten Punkt, was dann zum Tragen kommt, ist das sogenannte MBDC, also eine modellbasierende Treiberkontrolle. Man muss sich vorstellen, in einer idealen Welt hat dieser Treiber ein bestimmtes Schwingungsverhalten. Und das ist recht einfach mathematisch nachzuvollziehen und zu berechnen. Was nicht ganz so einfach ist, wie sich dieser Treiber dann in der wirklichen Welt verhält. Das kann sein, dass sich unterschiedliche Aufstellungsorte, Temperaturen, Luftfeuchtigkeitsunterschiede, durchaus auch unterschiedliche Fertigungstoleranzen etc. dort niederschlagen. Und ich habe ein Ergebnis, was nicht 100%ig an meinen Modellberechnungen entspricht. Da ich aber einen Frequenzgang habe, der komplett digitalisiert ist, kann ich das Ganze nachbauen. Das heißt, ich schaffe es mit entsprechenden Filtern, so nahe wie möglich dieses Chassis, und zwar genau dieses, was sich hier in der Lautsprecherbox befindet, an die ideale Frequenzkurve und in das ideale Schwingungsverhalten heranzusetzen. Auch das wieder ein Baustein, der mit der Geno Engine zusammenhängt, weil alles komplett digitalisiert und dementsprechend natürlich auch veränderbar ist. Also ein ganz spannendes Thema, was dazu führt, dass wir im Bassbereich den extremen Hub, den wir über ein kleines Chassis bekommen und was zwangsläufig natürlich zu Interferenzen führt, diese Interferenzen ausbügeln können. Also Wirkprinzip durchdacht und umgesetzt, das ist wirklich Know-how auf dem höchsten Niveau. Wenn ihr noch mehr über Pulsweiden, Modulations-, Wandlerschaltkreise, Lorenzkräfte oder Federsteife wissen wollt, kommt vorbei. Das würde einfach den Umfang des Videos hier bei weitem sprengen. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, dem Klang. Wir haben natürlich viele Songs drüber laufen lassen. Unter anderem Jennifer Warnes aus dem Album The Hunter, The Way Down Deep. Und The Way Down Deep ist ein Song, der beginnt direkt mit dem Schlagen von wirklich richtig großen Fällen. Also da merkt man direkt, ob ein Lautsprecher in der Lage ist, auf Fundament zu liefern. Und erstaunlicherweise kommt hier richtig viel raus, auch kontrolliert. Also das Becken, was geschlagen wurde, das war wirklich da. Es war ein großes Becken und hat richtig viel Bums untenrum gebracht. Man muss natürlich fairerweise sagen, in Räumen, kleinen bis mittleren Räumen. Also ich kann jetzt keine 80 Quadratmeter damit beschallen. Das ist natürlich auch nicht der Einsatzzweck von einem kompakten Lautsprecher, egal welchen Herstellers. Wenn ich noch mehr Bass brauche, was ehrlicherweise nicht notwendig ist, könnte ich immer noch einen Subwoofer dran anschließen. Auch die Auflösung Hoch-Mitteltonbereich. Kari Bremnes, mal eine Stimme in den Raum gestellt, hat sich wunderschön vom Lautsprecher gelöst.
Was mir aufgefallen ist, ich habe dann, das ist immer so ein Song, da weiß ich ganz genau, da trennt sich sofort die Spreu vom Weizen. Arne Domnerus, der Antiphon Blues, wenn der in der Kirche mit seinem Saxophon spielt. Also entweder findest du es geil oder du verlässt sofort den Raum, weil einfach so viel Höhenanteil da drin ist und das Instrument so nervig rüberkommt. Und das wird hier sauber transparent, natürlich blechbläsern dargestellt, aber überhaupt nicht nervig, überhaupt nicht aggressiv. Das Technics-Debüt mit aktiven Lautsprechern ist auf jeden Fall gelungen. Es gibt das ganze Ensemble in 3 Farben, schwarz, wie wir es hier stehen haben, Silber und ein Bordeaux-Ton. Wirklich alle 3 sehr schick. Wir werden sie definitiv hier in der Ausstellung haben. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt, jederzeit, wir können uns das Ganze hier in Ruhe anhören, anschauen, anfassen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und hört vielleicht auch in unseren Podcast aus Liebe zur Musik, der Schmitz HiFi Podcast hinein. Ich wünsche euch was, bleibt uns gewogen und bis bald. Macht's gut. Schmitz HiFi aus Liebe zur Musik.